Oh hey! Random. Was zum Fick ist schon wieder, Klein Timmy? Was zum Fick ist schon wieder, Klein Timmy? Hast du nicht schon mal gesagt, dass du dieses Video nicht 100-mal, 1000-mal wieder etwa remaken würdest? Und sieh dich jetzt an, jetzt hast du das wieder remaked. Ach du, Klein Timmy, halt doch einfach die Fresse. Anyway, reden wir doch mal heute über Spider-Man. Spider-Man ist eine Ikone und ich glaube, ich muss niemandem erklären, was er macht und wer er ist. Also wird es doch mal Zeit, seine Filme zu ranken. Disclaimer vorweg, es kommt natürlich etwa wieder zu spoilern, wie üblich. Und es handelt sich hier nur um meine Meinung. Also falls ihr eine andere Meinung habt, lasst die mich doch gerne etwa wissen in den Kommentaren. Aber anyway, alle Disclaimer waren disclaimed, legen wir los mit den Ranking. Doch bevor wir zu den Ranking als solches kommen und den Spider-Man-Film, reden wir doch mal ganz kurz über die Spunk-Filme. aka Sony's Marvel Universe of Characters. aka Spunk. Ja, ihr habt mich richtig gehört. Und auch wenn es nur 3 Filme bisher gibt, kann man schon über diese 3 Filme sehr viel sagen. Starten wir doch mal mit Venom 1, ein sehr generischen Actionfilm, der zwar durch Tom Hardys Goofy Acting wirklich Spaß macht, der zwar fantastisches CGI hatte von Venom, der zwar als düsterer Film konzipiert worden ist, aber wir alle wussten, dass es dies nicht werden würde, weil holy shit, Sony wäre dumm, wenn sie nicht etwa PG-13 gemacht hätten. Und ja, dieser Venom-Film ist nicht gut. Sorry, aber ich kann weder ihn als Guilty Pleasure ansehen, noch wirklich ihn mögen. Es ist ein sehr öder, generischer Film, den man sich einmal anschauen kann, der zwar durch Tom Hardys Acting deutlich unterhaltsamer wird, aber das ist alles wirklich zu diesem Film. Dagegen bin ich ein großer Fan von Venom 2, Let There Be Carnage. Ja, Carnage hätte besser dargestellt werden können, aber Woody Harrelson bietet auf eine so cartoony Art und Weise, dass es Spaß macht. Der Film ist deutlich kreativer und Andy Serkis ist einfach nur ein deutlich passender Director für einen Venom-Film. Denn anders als beim generischen ersten Teil haben wir mit den Fight-Scenes deutlich besseres CGI gekriegt und deutlich interessanteres CGI gekriegt. Denn beim ersten Teil hatten wir am Ende einen Endkampf, wo man noch nicht mal sehen kann, wer ist. Hier kann man das definitiv sehen und Carnage ist so viel ein besserer Schurke sowieso. Und generell, der Film ist so besser gepaced, er ist deutlich schneller mit dem Pacing, aber das macht es ihn auch so unterhaltsam. Ich habe noch nie etwa da so Padding gefühlt und der Film, auch wenn er goofy as fuck ist, auch wenn er keinen wirklich guten Carnage-Film darstellt, macht einfach so unglaublich viel Spaß. Morbius. Der Film ist trash. Muss es noch mehr sagen dazu? Der Film ist öde, nicht gut gemacht worden, obwohl das Directing ist ganz solide. Jared Leto ist in diesem Film und deswegen hasse ich den Film sowieso schon. Morbius ist kein interessanter Charakter. Die Memes waren zwar auf den ersten Blick lustig und wie das Pacing gemacht worden ist grauenhaft. Wie das Cutting gemacht worden ist grauenhaft. Wie diese Trailers etwa misdirected haben, war grauenhaft. Matt Smith ist in diesem Film aka 11. Der 11 Doktor in einem Marvel-Film. Wow. Und er hat so eine Tanzszene, wo im Hintergrund Have Sex ein Song, der diese Lyrics hat, mehr oder weniger einspielt. Was zum Fick, Sony, was zum Fick. Also falls ihr Morbius noch nie gesehen habt, bitte tut euch das nicht an. Es ist Folter. So fucking öde Folter. Aber anyway, kommen wir doch mal jetzt wirklich zum Ranking. The Amazing Spider-Man 2 ist natürlich auf dem letzten Platz. Wer hätte das denn erwartet? Denn als Film funktioniert er an vielen Aspekten nicht. Er versucht einfach nur zu stark etwa ein Cinematic Universe aufzubauen. Oh mein Gott, seht da, Felicia Hardy, Black Cat. Oh mein Gott, seht da, die Sinister Six. Oh mein Gott, seht da, eine Referenz zu Doc Ock. Und an sich hätte das irgendwie funktioniert, wenn man das ein bisschen zarter gemacht hätte. Denn zu der Zeit wollte jedes Studio natürlich ihr eigenes Cinematic Universe mit den ikonischen Charakteren, die sie own, machen. Und auch Sony wollte das mit Spider-Man machen und auch so sehr ist etwa ein Cinematic Universe mit Andrew Garfield, einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller und einer meiner absoluten, wenn nicht sogar der beste Darsteller meiner Meinung nach, der Spider-Man gespielt hat, großartig finden würde, war es etwa von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Klar gibt es Aspekte am Film, die abseits davon nicht funktionieren, sei es nun, wie man etwa so viele Schurken hier reinbaut, beispielsweise den Rhino, den könnte man komplett cutten und dann würde nichts etwa von diesem Film fehlen, auch wenn etwa eine ganz schöne Szene kurz vorm Ende gibt, aber die hätte man auch irgendwie anders machen können. Harry Osborn hier plötzlich einzuführen und zu sagen, oh mein Gott, die kannten sich schon die ganze Zeit und oh mein Gott, die waren Childhood Best Friends, hat wirklich sich etwa mehr oder weniger forced angefühlt. Und Dane DeHaan, auch wenn er ein deutlich besserer Actor ist als James Franco meiner Meinung nach, wurde irgendwie nicht etwa viel gegeben, damit er irgendwie acten kann. Und auch wie er als Green Goblin aussieht, ist lächerlich. Dafür ist aber ein Highlight Andrew Garfield als Spider-Man, auch wenn manche dieser Plots in diesem Film super seltsam wirken, spielt er das einfach nur so fantastisch einfach nur. Sowohl als Peter Parker, sowohl als Spider-Man überzeugte und mit so einem fantastischen, sexy,
roten Suit kann man ihn doch etwa nicht lieben. Und auch seine Chemie zwischen ihn und Emma Stone als Gwen Stacy ist immer noch fantastisch. Schon beim ersten Film hatten die etwa eine fantastische Chemie, aber besonders hier haben sie etwa eine Peak-Chemie. Zwar finde ich es ein bisschen scheiße, dass sie mehr oder weniger mehrfach in diesem Film sich trennen irgendwie. Lasst sie doch einfach zusammen sein für den Film, ehe dieser tragische Fall kommt, wo sie etwas stirbt, was by the way eine fantastische Szene ist, aber viel zu früh in diese Reihe gekommen ist. Und generell kann man diesen Film am besten beschreiben mit Wasted Potential. Denn Jamie Foxx als Electro, auch wenn er deutlich mehr redeemed worden ist in No Way Home, konnte irgendwie nie etwa so einen perfekten Electro geben. Denn schauen wir uns mal so eine Serie wie Spectacular Spider-Man an, die haben eine so fantastische Version von Electro, dass man die nur hart toppen kann, aber die eher mehr als Blueprint holen sollte. Hier haben sie das nicht gemacht und wollten eher mehr den Ultimate Electro nehmen, der irgendwie mehr aussieht wie ein blauer Schlumpf. Oder Dr. Manhattan. Ich bin wirklich kein Fan von diesem Design, weil es ist einfach nur ein sehr lächerliches Design, wenn wir mal ehrlich sind. Und auch abseits davon, dieser Film ist einfach nur overstuffed. Wir haben so viele verschiedene Plots und keiner dieser Profs kann irgendwie wirklich briefen. Dieser Film hätte lieber mehr oder weniger manche Aspekte für den dritten Teil dargelassen, während er im zweiten Teil sich mehr auf Electro fokussiert hätte. Klar habe ich einen großen Softspot für den Film, da er einer meiner ersten Spider-Man-Filme überhaupt war, aber ich kann definitiv etwa die Kritikpunkte verstehen. Visuell und filmisch gemacht ist er aber fantastisch. Das CGI ist einfach nur großartig und das Directing ist meistens auch wirklich ziemlich gut. Nur wünschte ich, dass dieser Film deutlich besser gewesen wäre. Aber kommen wir doch mal zu Spider-Man Far From Home. Meiner Meinung nach ein sehr starker Film, ein sehr guter Epilogfilm zu Endgame, wenn auch ein wenig zu humoristisch. Doch was kann ich etwas zu Spider-Man Far From Home sagen und warum ist er so unten in der Liste? Nun, wie schon angesprochen, ich mag irgendwie alle Spider-Man-Filme auf eine Art und Weise. Wenn wir mal diese Spunk-Filme herauslassen, gibt es an irgendeinem Spider-Man-Film immer was zu lieben. Und auch hier habe ich etwa Dinge, die ich wirklich liebe und wirklich nicht so liebe. Zum einen haben wir eine zuckersüße Beziehung zwischen Tom Holland Spider-Man und Zendaya, auch wenn der Cross irgendwie plötzlich kam. Aber hey, die Beziehung war ziemlich sweet und ich sage das als jemand, der bei Liebesbeziehungen von Filmen, beziehungsweise in Filmen, immer seine Augen rollt, also good job da. Auch wie man das etwa als Epilog gestaltet für Endgame, war eine sehr clevere Idee. Immerhin ist Spidey so ein beliebter Charakter und ein deutlich mehr unteres Scale-Abenteuer zu machen, war definitiv schlauer. Auch wenn das Finale ein wenig das verkackt, aber hey, es ist immer noch ein sehr gutes Finale. Und generell, Mysterio ist ein fantastischer Schurke. Jake Gyllenhaal spielt ihn einfach nur fantastisch, auch wenn die Motivation, dass er ein Ex-Mitarbeiter von Tony Stark ist und deswegen gescrewt worden ist, einfach nur furchtbar ist. Ich meine, es macht schon Sinn, aber warum muss es das sein? Walzer war schon etwa sauer auf Tony, nur noch Mysterio und bei Walzer konnte man etwa sein Auge zudrücken, bei Mysterio eher weniger, finde ich. Auch die ganze Szene mit diesem ganzen Flashback war irgendwie mehr lächerlich, muss ich zugeben. Aber okay, Mysterio hat dennoch etwa sehr gut Spaß gemacht und die trippy Illusionssequenzen sind einfach nur fantastisch gemacht worden vom CGI und ein paar meiner Favoriten unter den ganzen Spider-Man-Szenen. Auch das Theme von Mysterio ist einfach nur fantastisch gemacht worden und generell die Musik der MCU Spider-Man-Filme, wenn nicht so gut wie die vorherigen, sind immer wirklich etwa unterhaltsam. Auch hier. Und Tom Holland gibt immer noch eine sehr fantastische Rolle ab als Spider-Man. Ich finde zwar schade, wie man sehr stark auf diese Tony Stark Art und Weise mit Technologie und so weiter hier ein wenig gelehnt hat, aber okay. Immerhin haben sie das etwa nicht fully committed später. Und generell, ich hatte eine wirklich gute Zeit mit diesem Film. Aber es gibt ein paar Punkte, die mich wirklich abgenervt haben, die diesen Film definitiv runterlowen und die generell ein wenig diesen Film einen Unterhaltungswert bisschen nehmen. Dieses ganze Dick-Contest mit ihnen einen Typen, der plötzlich älter ist und etwa in Peters Highschool-Crowd geht, ist lächerlich einfach nur gemacht worden und nervt einfach nur. Ein paar Szenen wirken auch ein wenig lächerlich. Und klar, der Roadtrip-Aspekt ist einer, den ich etwa wirklich mag und der wirklich etwa sehr charmant gemacht worden ist, aber in manchen Punkten ein bisschen übertrieben worden ist. Auch wie die Plot-Convenience etwa geschrieben worden ist auch ein wenig übertrieben. Aber dennoch, ohne zu negativ zu klingen, ich hatte eine wirklich gute Zeit mit diesem Film. Und auch wenn er für mich etwa jetzt nicht so ein starker Spider-Man-Film ist und vielleicht sogar der schwächste Film im Sinne von einem Spider-Man-Film ist es dennoch immer noch ein sehr unterhaltsamer, guter MCU-Film, der gute Action hat, der ein paar richtig gute Momente hat und der Tom Holland einfach nur ein bisschen mehr zum Acting gibt. Der erste der Amazing Spider-Man-Filme ist meiner Meinung nach ein bisschen underrated, aber overrated zugleich. Wie meine ich das nun? Nun, es gibt viele Leute, die diesen Film hassen oder lieben. Ich bin gemixter Meinung dazu, auch wenn ich einen Softspot für diesen Film habe. Denn
Denn Andrew Garfield ist ein fantastischer Spider-Man und ein fantastischer Peter Parker. Und sogar auch comicgetreu, also bitte sagt mir nicht, Tobey Maguire ist aber der comicgetreueste Peter Parker aller Zeiten. Weil das stimmt nur zu einem bestimmten Grad, aber anderes Thema. Er ist großartig auch hier, wie auch wenn das Fortsetzung war. Nur seine Filme waren nie wirklich so ein großes Highlight. Denn seine Sorgen waren definitiv immer schwächer. Hier sehen wir nochmal die Origin Story in einer darker, critical Welt und es funktioniert bedingt. Dieser Onkel Ben funktioniert zwar auch wenn er nicht etwa so gut ist wie der vorherige oder so ikonisch ist wie der vorherige. Aber dennoch war das ganz nett, dass man die Origin Story nochmal erzählt. Und ich muss zugeben, auch wenn das vielleicht eine unpopular Opinion ist, so dumm etwa eine Origin Story wieder zu sehen, finde ich das jetzt nicht. Denn der letzte Origin Spider-Man Film war vor 10 Jahren und ich glaube nicht, dass die Audience, die diesen Film ansieht, auch so in etwa den anderen Film gesehen hat. Und der letzte Spider-Man Film vor diesem war vor 5 Jahren. Also ihr müsst nicht damit kommen. Batman ist da deutlich gültiger. Aber anyway, ja, ich bin ein großer Fan von Andrew Garfield als Spider-Man und natürlich Emma Stone als Gwen Stacy. Deren Dynamik ist fantastisch einfach nur und wirklich zuckersüß, wie schon erwähnt. Und auch hier überzeugen die das einfach nur super, super stark. Dagegen, wie schon angesprochen, ist der Schurke auch hier wirklich schwach. Der Schauspieler hinter The Lizard hat zwar definitiv seine Vorteile und ist kein schlechter Schauspieler und spielt als Dr. Kurt Connors ist wirklich fantastisch einfach nur, aber als Lizard als solches spielt er das wirklich nicht so gut und ist eher mehr enttäuschend. Denn sowohl das Design ist nicht wirklich gut, sowohl das CGI ist nicht gerade fantastisch und er soll Lizard sein, was zum ersten widersprüchlich ist mit diesem darker, critical Tale Spin an dieser Spider-Man-Marke und zum anderen auch irgendwie nicht erkennbar ist. Ich meine, schaut euch ihn an. Könnt ihr mir sagen, dass es etwa eine menschliche Echse ist? Vermutlich nicht. Von daher ist das super enttäuschend, wie er umgesetzt worden ist. Denn Lizard kann, wenn er ziemlich gut umgesetzt wird, auch ziemlich gut überzeugen. Immerhin ist das einer der bekannteren Spidey-Villains von den ganz tausenden super guten. Aber naja, dennoch habe ich einen großen Softspot für diesen Film und auch wenn er nicht perfekt ist, gibt es manche Szenen, die mir einfach nur umso mehr gefallen, auch wenn der ganze Plot mit Peters Eltern ein bisschen melodramatisch ist und auch schon hier ziemlich melodramatisch dargestellt wird, weil ich brauche wirklich das nicht zu sehen. Zeigt uns einfach mehr von Onkel Ben oder Aunt May mit ihm statt sowas. Spider-Man Homecoming ist wirklich, wirklich gut. Klar habe ich etwa oft gehört, dass man etwa sehr kritisiert, ja, aber Iron Man ist überall in diesem Film und der Schatten von Iron Man fällt immer. Aber persönlich muss ich zugeben, per se ist das nicht schlecht. Außerdem, Tony Stark aka Robert Downey Jr. hat eigentlich nur 8 Minuten an Screentime in diesem Film, der fast 2 Stunden geht. Also Iron Man ist nicht in den ganzen Film zu spüren oder zu sehen. Spüren vielleicht, aber das ist auch die Sache. Denn dieser Film möchte uns etwa zeigen, dass Peter sich etwa deutlich mehr selbstständig etwa ansehen möchte und immer noch unbedingt ein Teil der Avengers sein will. Das ist ein Spider-Man, der mehr oder weniger später erst ein Superheld geworden ist, der erst nach den Avengers das Heldentum etwa angenommen hat und das merkt man wirklich auch und es wird auch wirklich gut umgesetzt. Tom Holland gibt wohl einer seiner besten Peter Parker Performances hier ab und als Spider-Man macht er natürlich immer noch sehr viel Spaß. Es gibt viele kleine Szenen, die ich einfach nur super charmant finde und der Film kam auch in ein Jahr, wo wir eigentlich nur fast gute Marvel-Filme gekriegt haben. Also ist das wirklich unglaublich. Auch der Shoot von diesem Film ist irgendwie ein deutlicher größerer Favorit von mir als die Shoots von Far From Home. I don't know, irgendwie hat das was Modernes, aber auch sehr Klassisches an diesem Shoot an sich. Auch wenn das CGI ein bisschen übertrieben ist, aber okay. Es ist naja, okay. Alle die Supporting Cast bzw. Randfiguren werden wirklich gut gespielt und das High School Feeling hat mal besonders hier gut aufgefangen. Es fühlt sich ziemlich fresh an damit und macht einfach nur so viel Spaß. Michael Keaton als den Walter zu nehmen, ist eine fantastische Castingwahl und einfach nur großartig gemacht worden. Auch der Twist, dass er etwa Livs Vater ist zwar kein unglaublich spannender Twist, aber definitiv ein gut gemachter Twist, den man irgendwann mal natürlich vielleicht absehen konnte, aber definitiv die Tänzen deutlich besser laufen lässt. Generell, dass man auch etwa viele andere Dinge gemacht hat hier. Nicht Mary Jane oder Gwen als Love Interest hatte oder Peter etwa mehr oder weniger alleine gelassen hatte mit den ganzen Superhelden-Dasein und ab und zu mal irgendwas von den Avengers oder Iron Man gezeigt hat, war wirklich einfach nur clever gemacht worden. Spider-Man Homecoming hat so ein wundervolles Highschool-Feeling, ist einfach nur wundervoll gedreht worden und fühlt sich einfach nur so an wie ein Highschool-Spider-Man, wie ein junger Spider-Man, was wir nach Tobys und Andrews Spider-Man mehr oder weniger wirklich gebraucht haben. Und generell, ich kann diesen Film einfach nur loben. Vor allem die Endscene, wo Peter etwa allein ist und etwa versuchen muss, den Walter zu besiegen
fliegen, ohne wirkliche Gadget, ohne wirklich einen Tony Stark Suit, ist wundervoll gemacht worden. Der Vulture-Fight ist fantastisch und das CGI beim Vulture ist einfach nur more. Und generell, Michael Giacchino gibt einen so fantastischen Score ab, der so gut etwa funktioniert mit zum Beispiel den Endfight oder ein paar der kleineren Szenen. Wie wir auch etwa Spider-Man sehen, wie er ein paar der kleineren Anführungszeichen Schurken etwa besiegt, ist fantastisch einfach nur. Und wie er ein paar der Down-to-Earth Sachen macht, ist einfach nur Spider-Man pur und pur. Ich weiß irgendwie wirklich nicht, warum dieser Film so verhasst ist mittlerweile, denn ich mag ihn wirklich sehr, auch wenn ich natürlich manch andere der Spider-Man-Filme natürlich bevorzuge. Okay, ich hab's verstanden. Ich werde bestimmt etwa mit Mistgaben etwa gefeuert oder so was ähnliches, denn Spider-Man 2 ist auf jedem Platz und ich weiß, wie sehr geliebt dieser Film ist und ich kann es auf jeden Fall verstehen, denn dieser Film hat so viele großartige Dinge, die man einfach nur loben kann. Zum einen den fantastischen Schurken von Alfred Molina gespielt. Doc Ock ist einfach nur fantastisch hier dargestellt worden. Er ist vermutlich der realistischste Raimi-Schurke von der ganzen Trilogie. So realistisch, wie es nun eben gehen kann. Seine Story ist sowohl tragisch als auch sehr interessant und generell der Konflikt mit diesen Oktopusarmen ist einfach nur unfassbar gut gespielt worden von Molina, super geschrieben worden und einfach nur faszinierend. Auch der Konflikt des Spider-Man, beziehungsweise diese Version von Spider-Man nicht mehr glaubt, dass er eine Änderung machen kann in New York und eigentlich fast gar nichts mehr kann und seine Kräfte sowieso verliert. Also warum sollte er Spider-Man sein, wenn sowieso sein Leben am Arsch ist? Ist einfach nur wirklich eine gute Adaption dieser klassischen Comic-Story und generell, man kann an diesem Film so viel loben. Tobey Maguire wird oft als bester Peter Parker angepraised und das kann ich halt kaum verstehen. Klar, er spielt eine gute Performance und klar, mit dem Material, was ihm gegeben worden ist, macht er auch einen wirklich guten Job, der auch immer mal wieder unterhaltsam wird, beziehungsweise auch zu einem guten Meme mittlerweile geworden ist. Aber meiner Meinung nach spielt er seinen Peter Parker einfach nur zu klischeehaft im nerdigen Sinne. Ich meine, er hat eine Brille und er versucht halt etwa dieser Obernerd zu wirken, beziehungsweise Obernerd zu sein und das finde ich auch irgendwie wirklich einfach nur nervig as fuck. Ich meine, ich mag den Film wirklich sehr und ich müsste den Film auch nicht madig reden. Ich verstehe absolut, warum Leute diesen Film lieben. Die Fight-Scenes sind einfach nur großartig, das CGI ist einfach nur perfekt gealtert. Der Film hat etwa so einen interessanten und so guten Konflikt zwischen Spidey und seinen Schurken und generell kann man einfach nur so viele Dinge an diesem Film loben. Es ist definitiv ein Erlebnis, was man nicht vergessen wird und einer der wirklich ziemlich guten All-Time-Favorites. Also versteht das nicht falsch, der Film ist zwar nicht so high, wie ihr das erwarten würdet. Ich mag den Film aber dennoch super sehr und finde halt, wie gesagt, es gibt so viele Aspekte, die man loben kann. Bestimmt werde ich gehängt für diese Meinung, aber meine Fresse ist Spider-Man 3 so fucking unterhaltsam. Nicht nur ist dieser Film Comedy Gold und ja, ihr habt mich richtig gehört. Comedy Gold. Nein, auch ist dieser Film verdammt gut in manchen Aspekten. Sogar unironisch gut. Aber zuerst mal reden wir über die große Sache, beziehungsweise den großen Elefanten im Raum. Bully Maguire ist ein fantastisches Meme und einfach nur super unterhaltsam in diesem Film. Wie Peter etwas zum Aas hier wird, ist wirklich unterhaltsam sich anzuschauen und wird von Maguire auf einer sehr obskuren und absurden Art und Weise gespielt. Ich meine, der Bully Maguire Dance ist ikonisch. Zudem gibt es auch etwa, wie gesagt, unironisch gute Momente, die meisten damit sind von Sandman. Denn Thomas Hayden Church spielt den Charakter einfach nur fantastisch. Und auch das CGI ist immer noch ziemlich gut, meiner Meinung nach, größtenteils. Und die ganze Geschichte mit seiner kranken Tochter ist wirklich ganz nett gemacht worden. Klar bin ich kein großer Fan von diesem Onkel Ben Redcon mit Sandman, aber naja, man wollte mal irgendwie eine persönliche Connection wieder mal aufbauen. Und das konnte man anscheinend irgendwie nicht anders machen. Harry als der New Goblin ist mehr oder weniger vergessenswert. Klar hat James Franco durch den Amnesie-Plot paar wirklich corny Momente, die ziemlich unterhaltsam sind, aber unironisch hat er nicht so viele gute Momente. Klar, sein Tod und seine Redemption sind wirklich fantastisch gut gemacht worden, aber naja, man konnte mal irgendwie merken, dass Harry definitiv einer der Shortcomings war von diesem Film. Was auch ein Shortcoming dieses Films war natürlich Venom, der von Topher Grace gespielt ist, der eigentlich einen okayen Job macht, aber man definitiv merken kann, ja, das war overstuffed. Wenn man nur Harry, den New Goblin und Sandman in diesem Film gehabt hätte, dann wäre der Film deutlich besser. Aber ja, jemand bei Sony wollte unbedingt Venom haben und natürlich konnte Sam Raimi sich leider nicht weigern und das, was er mit Venom gemacht hat, war ganz okay. Der Endfight ist großartig, auch die Teile mit Venom und das CGI von Venom ist immer noch ziemlich gut, aber so im Ganzen ist es definitiv nicht der perfekte Venom. Da bevorzuge ich sogar eher mehr die Tom Hardy Filme, auch wenn die auch ihre ein oder anderen Probleme haben. Und natürlich, Mary Jane Watson hat in diesem Film mehr oder weniger eine Identitätskrise und Beziehungsprobleme mit Peter. Ich glaube, dieser Film ist mehr oder weniger der Film, der definitiv Leute ausgelöst hat, ein Auge
Studio mehr auf sie zu schauen, wenn es um Beziehungen geht. Denn die Beziehung zwischen ihr und Peter in diesem Film ist natürlich sehr broken, aber weder einer von den beiden hat es wirklich gut gemacht. Die Schauspielerin spielt das wirklich gut mit dem, was hier etwa gegeben worden ist vom Material her, aber ich weiß auch nicht, irgendwie wurde sie ein wenig zu wenig geflasht out in diesem Film, statt in dem vorherigen. Aber naja, was will man machen? Ich kann euch definitiv Spider-Man 3 empfehlen, denn es ist pures Comedy Gold mit paar wirklich ironisch guten Momenten, die natürlich als Gesamtwerk mehr oder weniger ein sehr messy Film dahergeben, aber dennoch super unterhaltsam. Spider-Man No Way Home ist die Nostalgiebombe. Per se hat dieser Film viele Flaws und viele Plotholes, wenn wir mal das genau nehmen. Doch Plotholes müssen nicht etwa bedeuten, dass dieser Film schlecht ist. Denn auch wenn man sich ein bisschen von der Nostalgie zurückfließen lässt, hat dieser Film wirklich viele grandiose Dinge. Zum einen geben etwa alle der Returning Schauspieler eine wirklich gute Performance, vor allem Alfred Molina, William Dafoe und natürlich Tobey und Andrew. Und das Trio des Banters zwischen den drei Spider-Mans ist einfach nur fantastisch anzusehen. Und es ist irgendwie so surreal, dass wir das gekriegt haben. Nach all diesen Gerüsten, nach all diesen Hype und so weiter. Und Dafoe als Green Goblin wiederzusehen, ist großartig einfach nur. Ich meine, so im ersten Spider-Man-Film war er einfach nur großartig und ihn wieder hier zurückzusehen, war einfach nur großartig. Kevin Feige wusste, er könnte Dafoe nicht toppen, also hat er es noch nicht mal versucht und das finde ich irgendwie schon ein bisschen großartig. Aber ja, was kann man denn zu No Way Home sagen, was nicht schon gesagt worden ist? Der Film macht absolut großartigen Spaß. Er hat viele gute Action-Scenes, vor allem die End-Action-Scene, die zwar ein bisschen an CGI leckt, aber gut, das war auch in einer Zeit, wo Covid noch etwas sehr aktiv war, also kein Wunder. Und auch wie man Sandman und Lizard hier nutzt, ist ein wenig Wasted Potential. Und Electro, auch wenn er Spaß hier macht und deutlich bedient worden ist im Vergleich zu seinem Counterpart aus Tarzan 2, ist immer noch nicht der wahre Electro, den ich mir gewünscht hätte. Aber dennoch so ein spaßiger Film, so unterhaltsam und einfach die Idee, dass Peter die Schurken nicht etwa besiegen will, sondern erstmal küren will, ist großartig einfach nur gemacht worden. Dieser Film ist ein Love Letter zu allen vorherigen Spider-Man-Filmen und generell ein gigantisches Love Letter zu Spider-Man. Immerhin resettet das Ende mehr oder weniger ein Status Quo, wo wir etwas Spider-Man eher mehr im klassischen Sinne wiedersehen können. Und ich bin so heiß darauf, denn ich wollte schon immer für eine MCU Back to the Roots Spider-Man Story sehen und ich hoffe, das kriegen wir wirklich mit dem 4. Teil. Auch die Beziehung zwischen Zendayas MJ und Tom Hollands Peter ist einfach nur großartig gemacht worden. Viele Referenzen und Anspielungen auf die alten Filme machen so viel Spaß, wenn man ein Fan ist. Und klar, dieser Film und die Qualität von diesem Film baut sehr darauf auf, ob man die vorherigen Spider-Man-Filme gesehen hat. Klar. Und wenn man die nicht gesehen hat oder kein großer Fan ist von denen, dann könnte die Experience ein wenig schlechter sein. Aber ich finde, dass dieser Film deutlich mehr mit den alten Charakteren macht, als man anderer dieser Nostalgia-Belt-Film oder so ähnlich. Denn hier kriegen wir wirkliche Character Arcs oder die Schauspieler können einfach nur crazy as fuck spielen, wie zum Beispiel William Dafoe als den Green Goblin. Meine Güte, ich kann diese Performance einfach nur loben. Aber ja, was gibt's zu diesem Film zu sagen, was nicht gesagt worden ist? Kein perfekter Film, aber ein wunderschöner Liebesbrief zu den Spider-Man-Filmen der Vergangenheit und ein Ausblick für einen Spider-Man der Zukunft. Spider-Man Across the Spider-Verse ist das Sequel zu Into the Spider-Verse und hat damit etwa eine hohe Bar für sich selber gestellt. Nicht nur steht Into the Spider-Verse für viele als einer, wenn nicht sogar der beste Spider-Man-Film, nein, für viele steht das als einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten und der beste animierte Superheldenfilm aller Zeiten. Und das auch zu gutem Grunde, denn mit fantastischen Animationen, einer fantastischen Story und gutem Pacing konnte er überzeugen. Dieser Film ist deutlich länger und versucht deutlich ambitionierter zu sein. Und schafft er das? Meiner Meinung nach ja. Wir wollen jetzt nicht etwa hinter die Production Issues gehen, die definitiv nicht akzeptabel sind. Und da würde ich mir wirklich erhoffen, dass Hollywood und vor allem die Macher hinter diesem Film mehr oder weniger deutlich mehr drauf schauen, dass sie nicht etwa ein paar ihrer Crewmembers zu sehr rusten. Denn so sehr ich etwa die Animationen von diesem Film liebe, sollte niemand etwa für die Arbeit von so einem Film gerust sein werden und damit mehr oder weniger seine Mental State verlieren. Aber genug davon. Spider-Man Across the Spider-Verse überzeugt einfach nur. Es ist der erste Part eines Two-Parters und das ist irgendwie mein größtes Problem. Das merkt man auch wirklich. Der Film kann zwar für sich per se alleine stehen, aber durch dieses Cliffhanger-Ende, durch viele Versprechen und so weiter, braucht man unbedingt Beyond, um etwa wirklich zu setzen, ob diese Story funktioniert oder nicht. The Spot ist ein fantastischer Circle, fantastisch gesprochen von Ben Schwartz und fantastisch einfach nur animiert. Die kleinen Cameos und die Ideen haben wirklich etwa was ganz Eigenes etwa reingebracht und generell, wie man etwa Miles Story weiterzählt und die ganze Spider Society hier einführt, ist wirklich einfach nur großartig. Und natürlich, wir können einfach nur die
viel loben. Die Animationen sind fantastisch. Von anderen Artweisen bis hin zu der klassischen Into the Spider-Verse Animation haben wir alles. Und das ist einfach nur großartig. Ich meine, wer will nicht etwa mehr von diesem Animationsstil? Immerhin hat Into the Spider-Verse mehr oder weniger auch Mutant Mayhem und viele andere Animationsfilme dazu inspiriert, was einfach nur großartig ist. Großartig ist das beste Wort für diesen Film. Denn der Film ist einfach nur großartig gemacht worden. Man merkt mal, dass etwa die Liebe im Detail steckt, dass mal viele Charaktere mehr oder weniger deutlich mehr gegeben hat. Und ich mochte es wirklich sehr, dass man etwa mehr oder weniger die erste Stunde damit verbracht hat, Miles in seinen Alltag zu zeigen. Miles Morales ist ein fantastischer Charakter und dass man da mehr geschildert bekommt, bevor wir das Multiverse-Drama kriegen, ist doch einfach nur super. Und ich kann es kaum erwarten, bis wir etwa Beyond sehen. Aber wie gesagt, dieser Film, auch wenn er natürlich schon als One-Parter geplant worden ist oder beziehungsweise überlegt worden ist, fühlt sich einfach nur zu stark daran an. Und das nervt mich auch ein wenig. Zwar nicht so gut wie sein Vorgänger, aber damn ist es ein fantastisches Sequel. Und wenn ihr schon Into the Spider-Verse mögt oder überhaupt ein Spider-Man-Film-Fan seid, dann worauf wartet ihr? Schaut diesen Film, denn er ist so verdammt gut. Und auch für einer der, wenn nicht sogar längsten Spider-Man-Filme, hat er relativ gutes Pacing, muss ich zugeben, wenn auch nicht perfekt. Der erste Spider-Man-Film ist einfach nur großartig. Die Definition von einem Superhelden-Origins-Film. Das ist der definitive Superhelden-Origins-Film. Das ist die definitive filmische Origin von Spider-Man. Der Typ, der Onkel Ben spielt, macht eine so fantastische Performance ab. Die ganze Szene, wo Onkel Ben gestorben ist einfach nur so gut. Und generell ist dieser Film einfach nur ein Klassiker. Und das auch zu Recht, denn dieser Film macht einfach nur Spaß und hält einfach nur super gut und ist einfach nur ein wirklich guter Film. Klar habe ich ganz andere Probleme mit diesem Film. Beispielsweise finde ich so jemanden wie George Hutcherson, der sogar für diesen Film vorgesprochen hat als Spider-Man, deutlich besser als die Wahl, die wir gekriegt haben mit Tobey Maguire. Aber Tobey Maguire ist ein guter Schauspieler und mit dem Material, was er gekriegt hat, macht er auch eine wirklich gute Performance. Auch wenn natürlich dieser Film sehr von dem Syndrom, es sind 30-Jährige, die Highschooler spielen, lebt. Und ich kann verstehen, warum er mehr oder weniger das Highschool-Format ganz schnell abandoned hat. Tobey spielt einen wirklich guten Spider-Man, auch wenn ihm der sarkastische Drive ein wenig fehlt. Und sein Peter Parker, ich verstehe ja, woher der Gedanke kommt, dass er gut ist, aber sein Peter Parker ist einfach nur sehr klischeehaft nerdy und das nervt mich immer noch sehr stark. Dennoch, gute Performance, aber meine Güte, ich glaube, der Scene-Stealer ist eigentlich für uns alle bekannt. Willem Dafoe als der Green Goblin ist einfach nur großartig. Ist ein zu cheesy und ein bisschen zu Power Ranger-like, yes, aber macht er eine fantastische Performance, spielt er das einfach nur fantastisch, absolut. Sein Green Goblin ist einfach nur fantastisch und im Spiele von Tobey Spidey haben die etwa so einen fantastischen Endfight und generell jeder Moment, wo Willem Dafoe on-screen ist entweder meme-worthy oder einfach nur Unterhaltung pur. Der Film ist campy, der Film ist cheesy, der Film kann manchmal wirklich einfach nur kitzig sein, vor allem so eine Kids-Scene wie die Mary Jane X Spider-Man Kids-Scene, die natürlich ikonisch ist durch einen Grunde, weil das ist ikonisch, ist immer sie, aber dennoch super kitzig ist, aber meine Fresse, was kann man diesen Film nicht schätzen? Es ist Sam Raimis Inkarnation von Spider-Man und das merkt man pur und pur. Eine Sache, die mir wirklich an manchen anderen modernen Superheldenfilmen fehlt, dass man wirklich etwa nicht die Handschrift des Directors so oft erkennen kann. Klar, das haben wir etwa mit James Gunn oder sogar mit Ryan Coogler zu einem bestimmten Grade, aber nie so stark wie bei Sam Raimis Spider-Man-Trilogie oder auch bei manchen anderen Filmen. Also was kann ich zu diesem Film noch sagen, außer Unterhaltung pur und pur. Doch kommen wir doch mal zu meinem ersten Platz und wer hätte das schon gedacht, außer ein Film könnte diesen Platz einnehmen. Und natürlich ist das fucking Morbius, weil Morbius ist der beste Film aller Zeiten. Random, hör mit diesen Scheißwitz auf, der war schon beim ersten Mal nicht lustig. Na gut, klein Timmy. Reden wir doch mal über Spider-Man Into the Spider-Verse. Und der Film ist zum Glück ein populärer Film und ein sehr geliebter Film dazu noch. Nicht nur hat er die Animationsbranche mehr oder weniger revolutioniert mit seiner Art Direction, beziehungsweise mit der Animationsart, siehe zum Beispiel Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem und so weiter und so weiter. Nicht nur sind die Animationen wunderbar, nicht nur ist das Sequel einfach nur grandios, aber nein, der Film rockt einfach nur so oder so. Miles Morales ist ein so fantastischer Main Character, der super charakterisiert wird und super synchronisiert wird. Und ich rede mal nur über die englische Variante, weil ich muss zugeben, ich habe noch nie den Film auf Deutsch gesehen. Ja, Schande über mich, Schande. Aber auch der andere Voicecast delivert wirklich. Vor allem Peter B. Parker hat einen fantastischen Voice Actor, den diese Version des Charakters super gut darstellt. Und generell Peter B. Parker ist ein fantastischer Mentor und einfach der typische Spider-Man, der einfach nur fantastisch
fantastisch dargestellt worden ist. Und generell auch die anderen Spidey-People, auch wenn die nicht so eine lange Screentime haben eine wirklich passende dazu noch und so auch super unterhaltsam. Sei es nun Spider-Man Noir, gesprochen von fucking Nick Cage, der einfach nur einen super Job macht, oder. Der Film macht einfach nur Spaß und ist eine fantastische Origin-Story für Miles Morales und ich bin wirklich froh, dass dieser Film existiert und mehr oder weniger viele aus den Socken gehauen hat. Denn ich kann mich noch erinnern, als ich die Trailers bzw. Teasers zum ersten Mal gesehen habe und mir irgendwie dachte, ja, das sieht okay aus. Ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe. Ich war dumm, denn die Animationen waren schon etwa bei den Teasers super grandios dargestellt worden. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie haben wir für eine lange Zeit auf diesen Film geschliebt, bevor er herauskam und dann haben wir realisiert, wie fantastisch dieser Film ist, wie fantastisch diese Welt ist und wie fantastisch man das Multiverse erzählen kann. Andere Superheldenfilme haben das nicht etwa geschafft bis dato, es so gut umzusetzen wie Spider-Verse. Zumindest finde ich das. Und dafür sollte Spider-Verse applaudiert werden, einfach nur. Der Film ist fantastisch, er erzählt eine super gute Story und den kann man sich auch einfach immer und immer wieder geben. Was für ein fantastischer Film und natürlich verdient meine Platz 1 bei diesem Spider-Man-Ranking. Doch jetzt seid ihr dran. Mich würde es interessieren, welche der Filme ihr gesehen habt und wie ihr sie ranken würdet. Wer ist euer Lieblings-Live-Action-Spider-Man und wie ist eure Meinung zum animierten Miles Morales? Schreibt das doch alles gerne in die Kommentare. Das wird mich wirklich interessieren. Aber bis dahin, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!